In der Bundesliga ist der schwarz-gelbe Motor zuletzt etwas ins Stocken geraten. Gegen Freiburg will der BVB unbedingt wieder zurück in die Spur. Alles zur Partie im Breisgau heute in eurem Feiertagsmagazin. Und dafür haben wir uns heute jemand eingeladen, dessen Wort im Verein Gewicht hat und der gerne Klartext spricht. Und ich begrüße Michael Zorc hier bei mir. Schön, dass du da bist. Dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Freude. Kurz vorm Spiel gegen Freiburg. Ja, du hast ja nach dem Bremen-Spiel eine Reaktion gefordert. Wie haben das die Jungs in Prag umgesetzt? Ja, was wir vor allen Dingen gefordert haben, war ein Ergebnis, ein Sieg, weil wir zuletzt natürlich 3 Spiele ohne Sieg waren, inklusive Champions League. Und ja, man hat schon gemerkt, es wurde ein bisschen unruhig beim Boulevard und im Umfeld. Es war ja auch, sportliche Leistung war nicht 100% erklärbar und zu greifen, weil wir immer wieder gute Elemente haben. Zum Beispiel die erste Halbzeit gegen Werder war ja, wie ich fand, sehr ordentlich. Wir haben einen Rückstand direkt gedreht, haben die Chance zum 3-1, aber haben dann wie zuletzt eben öfters den Sack nicht zugemacht, haben den Gegner immer wieder leben lassen und das haben wir jetzt eben in Prag bei Slavia deutlich besser gemacht. Es war ein sehr intensives Spiel. Dem haben wir standgehalten und dann zum Ende hin auch das 2-0 gemacht. Mund abputzen, ja duschen, so umziehen und ab nach Hause. Du gehst immer voran mit vollem Einsatz zum Wohle des Vereins. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Michael Zorc erlebt jedes Spiel hautnah. Immer aus der ersten Reihe, immer die volle Wucht der Emotionen. Sogar als dem Sportdirektor für die Amazon-Doku Inside Borussia Dortmund ein Mikrofon an die Jacke gesteckt wird, bremst er sich kein bisschen. Ja! Ja! Jawohl! Jawohl! Yes! Yes! Leidenschaft, die ein Leben lang hält, wie es scheint. Irgendwie undenkbar, dass Michael Zorc eines Tages nicht mehr bei der Mannschaft sitzt, sondern oben auf der Tribüne bei den anderen Entscheidern des BVB. Oder doch? Ja, dass du da jetzt auch noch ins Bild kommst, irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, Michael. Ja, im Moment ist es ja noch so, ich fühle mich noch wohl. Jung! Unten auf der Bank, es hält einen auch jung. Die Spieler sind ja teilweise jünger als meine eigenen Kinder und von daher ist das okay, aber da braucht man auch nicht zu viel prophezeien. Also irgendwann ist alles endlich. Ne? Wir haben es ja eben im Beitrag oder wir haben Bilder gesehen aus der Amazon-Doku. Die müsst ihr euch übrigens anschauen. Der 4. Teil ist jetzt seit ein paar Tagen abrufbar, also wirklich überragend, die Doku. Du wurdest ja verkabelt im Rahmen der Doku bei einem Spiel. Vergisst man das dann eigentlich irgendwann mal? Naja, es war ausgerechnet das Derby. Ich hatte mich schon gefreut. Das ist ein gutes Spiel, um verkabelt zu werden eigentlich. Aber der Spielverlauf hat es dann doch nicht hergegeben. Und ich muss ja auch nicht zu viel verraten. Einiges musste auch rausgeschnitten werden, weil es eben dann auch nicht druckreif, respektive nicht gesendet werden konnte. Ich kenne das. Bei mir bleibt es allerdings meistens drin. Weil du live drauf bist. Genau. Ja, nee, das war ein schönes Erlebnis, brauchte etwas Überredungskunst, weil ich ja eigentlich so ein bisschen old-fashioned bin bei solchen Sachen. Ich habe es nicht so gerne, wenn dann da rund um das Spiel zu viele Kameras dann auch dabei sind, aber sag mal, der Zweck heiligt die Mittel. Du bist ja auf jeden Fall immer mit Leib und Seele dabei. Das kommt mit Sicherheit auch daher, dass dir der Verein als gebürtiger Dortmunder natürlich besonders am Herzen liegt. Sportdirektor in deiner Heimatstadt. Es gibt nicht viele davon. Es gibt nur noch einen einzigen in der Liga. Weißt du wer? Ich hätte jetzt Baumann gesagt, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Nee. Clemens Hartenbach. Ach, siehst du? Gegner. Okay, genau. Von Freiburg. Wobei der Sportvorstand ist ja Jochen Sayer. Jochen Sayer, genau. Ja. Mit wem hast du da zu tun? Mit beiden, aber wenn es um die Transfersumme geht, wenn es die zu besprechen gilt, eher mit Jochen Sayer. Ja.
Es gibt ja komplett unterschiedliche Typen bei diesem Job es gibt auch unterschiedliche Profile und sag mal, Berufsbezeichnungen. Das ist auch von Club zu Club unterschiedlich. Aber was muss man denn mitbringen, um in diesem Job bestehen zu können, in diesem Job lange bestehen zu können? Tja, Verhandlungsgeschick? Ja, das erarbeitest du dir hinterher. Viele Erfahrungswerte nutzen. Zum einen die du als Spieler natürlich gemacht hast, dass du immer auch mit einem Auge noch den Blickwinkel des Spielers beibehältst und dich dort hineinversetzen kannst, auch wenn es jetzt schon, wie bei mir, schon einige Zeit her ist. Idealerweise große Fehler nicht 3- oder 4-mal wiederholen, sondern vielleicht nur 1- oder 2-mal. Das ist auch hilfreich. Obwohl, da ist man ja nicht gefragt, gerade wenn man Transfers macht. Nein, natürlich. Wenn du eine Quote hast, die dann deutlich besser als 50% ist, dann ist das schon. Und dann ist das schon okay. Du musst, das ist wie ein Sammelsurium. Also das ist ja auch komischerweise eine Stelle, die du jetzt auch nicht direkt irgendwo studieren kannst, wo du sagst, ich mache jetzt den Studiengang und danach gehe ich sofort zum Club und kann das ausüben. Also bei mir, wenn ich das jetzt schon ein bisschen rückblickend betrachte, sind es die Erfahrungswerte im Prinzip, die man im Laufe der vielen Jahre gesammelt hat, dass man auch lernt, gelassener in Stresssituationen. Warten wahrscheinlich auch, ne? Ja, natürlich, einfach auch geduldig sein und eben auch an vielen kleinen Schrauben zu drehen, die dann in der Summe ein gutes Ergebnis bringen, anstatt, wie das früher vielleicht war, den großen Zampano zu machen und großartige Reden öffentlich zu halten, wo du weißt, bei der heutigen Generation verpufft das relativ schnell. Jetzt kommen wir zu einem, der vor nicht allzu langer Zeit noch Fußball gespielt hat, nicht bei uns, aber ist jetzt unterwegs als Sportdirektor. Schaut. Hi Michael, schöne Grüße aus Prag. I would like to tell you once again that thank you for the opportunity you gave me to play for Borussia, and thank you for a great cooperation, and I'm happy I could work with you. Ja, das Schnitzel. Kurz weg, ne? Tomasz, einer meiner Lieblingsspieler und auch Lieblingstransfers. Ich weiß noch, als ich damals, war auch noch nicht so lange in dem Job, nach Prag geflogen bin. Wir haben eigentlich einen Abwehrspieler gesucht. Ich habe mir da Milan Fukal, der ist hinterher in Hamburg gelandet, anschauen wollen und ja, das war so, musste man jetzt nicht direkt machen. Und dann ist mir ein Mittelfeldspieler, damals 19 Jahre, erstmal aufgefallen. Und ich dachte, was ist das denn? Boah, wie der den Ball mitnimmt, wie der den Ball behandelt hat. Habe ich mich relativ schnell in sein Spiel verliebt. Und ja, dann haben wir natürlich sehr viel dran gesetzt, auch sehr viel Geld investiert, um ihn dann hier nach Dortmund zu lotsen. War damals auch die Bayern waren auch schon dran, aber Gott sei Dank waren wir eher da und das war ein Riesentransfer. Ist er dann auch relativ schnell mit uns deutscher Meister geworden. Im Nachgang kam noch Jan Koller dann zu uns. Toller Spieler, toller Mensch. Wir haben uns immer wieder getroffen, auch als er dann bei Arsenal gespielt hat. Und jetzt war es sogar, als wir jetzt in Prag waren, ist er zu mir ins Hotel gekommen, haben wir einen Kaffee zusammen getrunken und uns ein bisschen unterhalten. Ist jetzt auch Sportdirektor bei Sparta Prag. Gerade schwierige Zeit, weil Slavia der Konkurrent vorne ist. Aber ich denke, Thomas wird das schon machen. Aber jetzt kommen wir zurück zu unseren Jungs. Der Sieg war ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt geht es gegen Freiburg. Was zeichnet die Jungs im Moment aus? Die sind Platz 3 mit 13 Punkten. Sehr viel Selbstbewusstsein, haben, glaube ich, selbst damit nicht gerechnet, dass sie so viele Spiele schon gewonnen haben. Ist ein Club, der ausgezeichnete Arbeit macht, weil sie es immer wieder schaffen. Sie verlieren ja regelmäßig ihre besten Spieler und sie schaffen es immer wieder aus der eigenen Jugend oder auch durch Transfers im Prinzip neue Spieler zu integrieren. Streich macht einen hervorragenden Job als Trainer, aber auch eben die gesamte Führung. Nicht umsonst wird jetzt mit Fritz Keller der Präsident quasi in das DFB-Ehrenamt berufen.
rein sportlich erwarte ich ein ähnliches Spiel, wie wir es jetzt in Prag hatten. Freiburg ist eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft, setzt sich auch immer wieder unter Druck und ja, das wird für uns eine knackige Aufgabe und es wäre schön, wenn wir 3 Punkte mitbringen würden. Wie man in Freiburg gewinnt, das weiß Michael bestens, wie die Bilder jetzt beweisen, die du auch gerne kommentieren kannst. Gibt es noch welche? Ja, sicher. Sind noch schwarz-weiß oder schon bunt? Sind bunt. Sind schon bunt. Zack. Schmatke im Tor, richtig? Wenn ich das richtig sehe. Paulo Sousa, ja. Hast du dir vorher überlegt, wo du den Ball hast? Na, das war ja, wenn Paulo Sousa da war, war es ja schon Ende der 90er, also 96, 97 die Saison. Da hatte ich ja schon so viel Elfmeter in meiner Karriere geschossen und auch gegen die Torhüter der anderen Clubs mal links, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wo sollst du den noch hinschießen jetzt, weil du hast schon gegen jeden geschossen. Das ist am Ende schönes Luxusproblem. Am Ende habe ich dann gesagt, knallst du einfach in die Mitte und ja, war dann auch okay. Das war zum 2:1 Endstand im März 97. Einer von 53 Elfmetern, verwandelten Elfmeter. Unglaubliche Zahl. Ist schon ein bisschen her. In der Zeit die Älteren können sich erinnern. Ja. Was hast du jetzt gesagt? Ist wie bei dir, Norbert. Du willst das nicht so wahrhaben, aber das ist so. Das ist noch weiter. Noch weiter. Damit sah es für uns in Freiburg immer ganz gut aus. Wir sind inzwischen seit 9 Jahren dort ungeschlagen, Michael. Die schönsten schwarz-gelben Tore aus dieser Phase könnt ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen euch anschauen. Du hast ja zuletzt durchaus mal Kritik geäußert, zum einen an der Mannschaft, aber auch mal an den Medien. Welches Maß an Kritik oder von Kritik findest du denn gerechtfertigt und welches eher nicht? Ja, ich finde, wir haben uns eine relativ hohe Fallhöhe bei Borussia Dortmund jetzt auch erarbeitet wieder, aufgrund natürlich in erster Linie der Leistung der letzten Saison. Und wenn wir dann so ein Spiel haben, beispielsweise wie bei Union Berlin, wo du dann gegen den Aufsteiger verlierst und am Ende feststellen musst, nicht unbedingt unverdient, dann muss man sich auch der Kritik stellen als Mannschaft und da kann auch mal ein Einzelner kritisiert werden, wenn er eben keinen guten Tag hatte. Nur es darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Und ich hatte jetzt gerade in den letzten Wochen das Gefühl, dass einzelne Spieler von uns, insbesondere auch Marco, angegriffen wurden und wo mir einfach die Kritik zu weit ging, wo gefordert wurde, da eventuell Kapitänsamt was zu ändern. Und dann finde ich, dann ist es nicht nur unser Recht, sondern auch sogar die Verpflichtung als Verein und gerade auch in unserer Funktion, sich vor unsere Mannschaft und vor unseren Spieler zu stellen und auch mal sagen, stopp blank, stopp halt, so geht's nicht weiter, weil ich hatte in dem Moment das Gefühl, wir hatten sämtliche Saisonziele bereits Ende September verfehlt und das fand ich einfach zu weitgehend. Bevor es jetzt gleich richtig zur Sache geht, Marco hat ein bisschen unwirsch auf die Mentalitätsfrage geantwortet. Abgesehen von der Mentalität, welche Frage kannst du eigentlich jetzt nicht mehr hören? Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Da gibt es ja so eine schöne... Du fieberst ja mit und da gibt es ja, glaube ich, so ein schönes... Hier, genau, von Knippi. Bist selbst enttäuscht und kriegst dann relativ kurz nach Spielende dann sehr oft diese Frage gestellt und weiß es vielleicht, will es vielleicht manchmal auch nicht unbedingt direkt alles sagen, um dir auch nicht den Mund zu verbrennen. Und das ist eine Frage, ja, die muss nicht gestellt werden. Ja, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Fragt man sich immer. Woran hat es gelegen? Werden wir heute auch nicht auflösen können. Jetzt kommen wir zu was, ich freue mich die ganze Sendung schon drauf. Tor oder nicht Tor? Habt ihr das immer noch im Repertoire? Nee, wieder. Ach, wieder? Okay. Das ist wie lange vielfachen Wunsch? Ja. Millionen von Zuschauern haben sich gewünscht, Tor oder nicht Tor. Es gibt 3 Szenen, 2 Szenen aus unserer Zeit.
Und eine... Meistens bist du auch mit dabei. Ne? Ja. Okay, Tor. Ja, ich bin gespannt. Also los geht's. Ne, warte, ich mach 3, 2, 1. Wie 3, 2, 1? Und dann heben wir hoch. Ach so, zusammen. Ja. Bernd Storke. Ich kann mich gar nicht erinnern, Der hat nie ein Tor gemacht. War ein Verteidiger. Ja nicht, Er schießen konnte. Ja. 3, 2, 1. Na klar. Hätten wir uns auch gewundert. Das wäre jetzt stimmt. Hätte man allerdings auch schön hochleben lassen hier im Bernie. Ja. So. Drei, 2, 1. Was denn? Was ist das? Ja, du hast so schnell gesagt. So, klare Sache. Das war jetzt eine Sauerei. Ich möchte Was hast denn du jetzt? ein Video Nein. Also. Das geht nicht. Weiter, komm. Lass auf ein Video haben hier. Hey, du musst uns jetzt den Pause machen. 25. Der Kapitän muss auch vorbeifliegen. Oder? Hallo? Cooles Ding. Es wird ja nicht zugeschickt, wenn er nicht drin ist. Die letzten 2 waren nicht drin. Ach so. 3, 2, 1. Das ist ein linker Vogel. Habt ihr das gesehen? Lass auf ein Video haben hier. Hey, du musst uns jetzt den Pause machen. 25. Der Kapitän muss auch vorbeifliegen. Oder? Hallo? Cooles Ding. Wir sind draußen. Ja! So, 2-0 Norbert. Nee. Ja, 2-0. Der war nicht drin. So hoch hast du schon Der lange war nicht mehr nicht drin, verloren. dann- So nee. deutlich. Ne? Ja, mit Trauer schauen auf den Zwischenstand. 9-13. Das hat es seit 3 Jahren nicht mehr gegeben. Unfassbar. Jetzt verliere ich auch noch gegen den Ich Sportdirektor. nehme deine Glückwünsche entgegen. Danke, Norbert. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so einfach geht. Verdienter Sieg. Ich habe es nicht geschafft. Also, aber ab nächste Woche. Oder wie die Maurer sagen, morgen fangen wir an. Morgen fangen wir an. Ja, das Bild von letzter Woche könnt ihr natürlich auch ersteigern. Das wunderbare Bild mit Mats Hummels. Und nächste Woche gibt es das Bild mit Michael. Also ihr müsst immer wieder mal reinschauen. Das war's. Drückt die Daumen. Wir werden das Spiel gewinnen, hoffentlich. Und drückt die Daumen, egal wo ihr seid. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Michael. Ciao, tschüss.